Fabian, wir blicken auf eine mehrjährige erfolgreiche Partnerschaft im Bereich SAP Integrated Business Planning zurück. Oh ja. Was waren für dich, was war für die Valantic die Erfolgskriterien, warum ihr IBP in euer Produktportfolio mit aufgenommen habt? Ja, also wir mussten da gar nicht so lange überlegen, haben einfach gemacht. Für mich ist IBP eigentlich die stärkste Cloud-Lösung im Moment und sollte noch bei weiteren Kunden ausgebaut werden. Da gibt es einige wichtige Argumente. Also so mit Abstand das Wichtigste ist für mich, dass in IBP ein extremer Standardumfang enthalten ist, der uns zu 100% hilft, Kundenprozesse abzubilden und auch zu optimieren. Weiteres Thema, das IBP sehr gut kann, ist der modulare Aufbau. Also viele Kunden haben ja die Riesen-Challenge, vom aktuellen Prozess zum Transformierten zu kommen, und so können wir Modul für Modul, Step by Step mit den Kunden letztendlich durchziehen. Weitere Themen sind, dass wir in der Integration nahezu nie Probleme haben, dass wir sehr flott implementieren können, dass der Kunde unterstützen kann und dadurch auch extrem zufrieden ist. Vielen Dank für das tolle Feedback. Gerne. Also, um euren Erfolg und natürlich den Erfolg unserer Kunden weiter abzusichern, werden wir auch hier zentral investieren. Ich nenne mal einige Felder. Du hast eben das Thema Integration gesagt. Das ist ein zentrales Investitionsfeld, um es weiter noch zu vereinfachen. Darüber hinaus natürlich das Thema Performance. Wir sind heute schon nahezu bei Realtime. Das werden wir weiter steigern. Darüber hinaus das Thema Response und Supply. Hier haben wir ja im deutschen Markt mit SNOP bereits eine sehr, sehr hohe Abdeckung und wir sehen eine sehr erhöhte Nachfrage im Bereich Response und Supply. Und natürlich das Thema Feinplanung, PPDS. Hier werden wir neben der zentralen Investition in PPDS auch zentrale Komponenten in die IBP mithieven, um hier ein ganzheitliches Planungserlebnis für unsere Kunden zu ermöglichen. Und der letzte Punkt, der integrative Ansatz, den du erwähnt hast, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Hier haben wir ja schon einige erfolgreiche Projekte gemacht, IBP in Kombination mit CRM-Lösungen, C4HANA oder Finance und Controlling, SAC. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt mit euch gemeinsam hier das Thema Ariba angehen. Hier verspreche ich mir sehr viele Mehrwerte, Skaleneffekte für unsere Kunden. Ja, das freut mich sehr, Patrick, und ich glaube, den erfolgreichen Projekten werden noch zahlreiche folgen, weil ihr seid genau an den richtigen Themen dran. Das spielt uns auch extrem gut in die Karten. Beispielhaft kann ich es dir mal erklären an unserem Valantic Best Practice Prozess. Der SNOP-Prozess, das sind die wichtigsten Bestandteile des Demand Planning und des Supply Planning. Und im Supply Planning geht es ja bekanntlich darum, Demand gegen Kapazitäten zu verproben. Da kann ich mit eurem integrativen Ansatz alle Stakeholder entlang der Supply Chain mit reinnehmen, planerisch optimieren. Und fürs Thema Optimieren möchte ich das ja nicht manuell machen, sondern automatisch, und nutze dafür den IBP for Response und Supply.